Kevin heißt jetzt Max und sonst ändert sich nix. Falsch, es ändert sich einiges. Ihr hört Fufis Film und Fernsehen in Serie von Film TV, gesponsert von News-A-Do, die neue News-App auf eurem Handy, die euch nur mit Nachrichten versorgt, die euch wirklich interessieren. Ladet euch die App einfach kostenlos im Play oder im App Store. Der Weihnachtsfilm Nicht schon wieder allein zu Haus ist ab sofort bei Disney Plus verfügbar und es ist der erste wirkliche Versuch, die Kevin McAllister-Geschichte neu zu erzählen. Es ist kein plattes Remake, sondern eben doch ein bisschen mehr. Unsere Podgäste hier im Film-TV-Podcast sind heute Archie Yates. Er spielt den Max, also den neuen Kevin, wenn man so will. Dann seine Mutter Carol, gespielt von Aisling Beer. Dann haben wir Ellie Camper, die Pam, und Rob Delaney, den Jeff. Und Dan Mazer ist auch bei uns zu Gast. Er ist der Regisseur von Sjanze. Fangen wir mal an mit Archie und mit Aisling. Hallo, ihr beiden. Guten Tag. Guten Tag. That's pretty good. I'm sure you're pretty impressed with us. Of course I am. But that's it finally. Did you already learn Fröhliche Weihnachten? Fröhliche Weihnachten. My brain says don't ever repeat something straight away without knowing what it is on camera. It means Merry Christmas, so you're welcome. That's a good one. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Der Wahnsinn. Jetzt verratet mir mal bitte, ihr beiden, wie oft habt ihr Kevin allein zu Hause das Original schon gesehen? 2,000,007. Probably 3,5,401 times. Okay, also gestern zuletzt gezählt, richtig? Yeah. He's been a massive fan since he was in the womb of Home Alone, so this is a big old deal. Also Archie ist ein Riesenfan und er würde so ziemlich alles tun, um Kevin allein zu Hause gucken zu dürfen, vor allem in der Weihnachtszeit. Aisling, du schreibst selbst Drehbücher und du bist ja auch Comedian. Wenn du jetzt also bei so einem gewaltigen Remake dabei bist, ist das als Statement und als Qualitätssiegel zu verstehen? Oh, I'm going to say yes, but thank you very much. That's a compliment for me, but a lot of the time it's also like, I need the work. Thank you for thinking I'm that big a deal, that me allowing everyone to have me in their movie. No, I definitely, a big part of this was the cast already attached. I mean, you had Archie in the lead from Jojo Rabbit. Rob Delaney is one of my best friends. I'm a massive fan of Ellie Kempner. And just so many like Saturday Night Live alumni and comedy actors who are just so brilliant. So it's quite an honor to be in that gang rather than outside of the gang watching, you know. Sie sagt, natürlich ist das ein Qualitätssiegel, wenn sie mitspielt. Vielleicht hat es aber auch nur damit zu tun, dass sie einfach Geld gebraucht hat und so ziemlich alles spielt, wofür man ihr Geld gibt. Aber sie sagt, natürlich ist es eine Ehre, dabei zu sein, denn in diesem Film gibt es großartige Mitdarsteller, die auch große Comedians sind. Und deshalb wollte sie lieber dabei sein, als einfach sich nur hinterher den Film mit diesen ganzen Comedy-Ikonen anzugucken. Archie, von dir würde ich gerne wissen, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du Weihnachten auch gerne mal von deiner Familie zu Hause vergessen werden? No. Uh-oh. Why not? You had such a good time in the movie. I know, but there is something in the behind the scenes called acting. I think you like having people around, don't you? Archie's very personable and likes getting on well with people. So I think you'd actually miss the company. Whereas if I got left home alone for Christmas, I'd be like, oh, finally, some peace. I feel like I'm going to sneeze. Nein, er würde nicht so gerne alleine zu Hause sein zu Weihnachten. Und Aisling erklärt dann hinterher noch, er mag einfach gerne Leute um sich herum, wobei sie selbst gerne eigentlich dankbar wäre, auch mal ein bisschen Zeit für sich alleine zu haben. Und dann passiert es, dann sagt Archie, er müsste niesen. Oh, he's gonna sneeze live on camera. This is an exclusive for you, Johan. Go ahead. Oh, if you do, you'll have to remember. If you do, say Merry Christmas in German as it comes out. Fröhliche Fröhliche Weihnachten. Excuse me, sorry. Mensch, du bist ja halb deutsch jetzt inzwischen, oder? Ja, da.
Da ist Russian. Ja, ist German. Ja. Sorry, I slip in and out of the two. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Sie hat dann mal eben Russisch und Deutsch verwechselt. Dieser Film Home Sweet Home Alone oder auf Deutsch Nicht schon wieder allein zu Hause ist ja schon vor dem Start emotional total aufgeladen. Ohne ihn gesehen zu haben, freuen sich die einen drauf, die anderen werden ihn auf gar keinen Fall gucken. Was könnt ihr denn sagen, um die Skeptiker vielleicht doch noch auf den letzten Metern zu überzeugen? I think it's like an hour and a half of your time. You're welcome. Like, you know, it's entertainment during a kind of bad couple of years and something Christmassy in a new Christmas movie. So we don't need to convince the skeptics. It's their own problem if they don't allow themselves to have joy in their lives. You know? This is not a film. It's not a remake for the sake of a remake. Exactly, Archie. It's a new It's movie. a new story. It's just in the same universe. And it's made with a lot of love, isn't it? Yeah, and I think that's why people are like so many people are skeptic about it. Mm-hmm. Like, I think the difference is that this one has been made with a super fan of the Home Alone movies in the lead and a whole cast, crew and team of people who have such a fond spot in the same way audience members do for the first and second Home Alone movies. So we all made it hoping that it will really be a nice thing for people to gather around and watch for Christmas. which it will be. Which it will be. So I think it's made with that intention. So I think a good thing to do with cynics is to bombard them with love and sincerity. And it breaks them down very quickly. Es sind eben nur 90 Minuten Lebenszeit, die man in diesen Film investiert. Also muss jeder schon freiwillig wissen, ob er bereit ist, das zu investieren, um ein paar gute Lacher abzugreifen. Und es ist eben nicht nur einfach ein Remake, sondern es spielt eben im selben Universum, ist aber ein eigener Film, der Spaß macht. Es verläuft nicht 1:1 wie bei Kevin, ist wirklich so. Max baut auch ganz andere Fallen und Archie, von dir würde ich gerne noch wissen, welche Falle aus dem Originalfilm hättest du gerne auch als Max gestellt? Probably the flamethrower that burns off the top of his head. Yeah, that's it. That was absolutely devastating. Yeah. Der Flammenwerfer soll es also sein aus Kevin allein zu Hause. Den hätte er gerne nachgebaut. Dabei hat Archie alias Max im Film ja wirklich eine eigene, extrem coole Waffe. Er hat nämlich so eine Pistole, mit der man Billardkugeln schießen kann. Die ist wirklich extrem brutal. Kann man die eigentlich irgendwo kaufen? Get a t-shirt cannon and a pool set. And put the pool balls in. This is Yeah. Archie teaching you how to make a very dangerous weapon at home. Yes. Of course. Realistically, if this wasn't a family-friendly, PG-clean film, that it would be a lot more gruesome. Yeah. There Yeah. will be many, many deaths. Archie sagt, ihr müsst nur eine T-Shirt-Kanone kaufen und dann Billardkugeln reinstecken, dann geht's schon ab. Das wäre allerdings dann kein Familienfilm. Also wäre das jetzt was anderes gewesen, dann hätte er mit dem Ding noch viel Schlimmeres anrichten wollen. Da hätte es viele Tote gegeben. Ehrlich gesagt, auf die Fortsetzung freue ich mich schon. Übrigens, im Film gibt es auch neue, feuchte Banditen, die dieses Mal ein Vorstadt-Ehepaar sind, die nicht auch einfach böse sind, sondern das ist alles ein bisschen komplizierter. Gespielt von Ellie Kemper und Rob Delaney. Hallo, ihr beiden. Nice to meet you. Good to meet you too. Ihr müsst ganz schön einstecken im Film. Hattet ihr dafür Stunt-Training oder habt ihr das gar nicht selber gespielt? We did it. We're very proud of us, or I am, that we got to do it. And we did have stunt. So, yes to both of those. I think yes is the answer. We had an amazing stunts team who trained us very well, very thoroughly, kept us very safe. And we both had stunt double performers who would do our stunts in the event that they were just beyond our reach. But yeah, we did. What did we say yesterday? Maybe 90% of the stuff. When you watch the film, I'm sure it's not 90% us doing everything, but They Right. made us at least attempt it. And if it looked good, they used it. If it didn't, they had a professional who was good at their job do it. Ellie sagte, sie haben ungefähr so 90% der Stunts selber gedreht. Rob hat das dann Ganze noch ein bisschen relativiert und sagte so, naja, wir haben 90% vielleicht selber versucht, aber wenn es dann nicht gut ausgesehen hat, dann gab es immer noch ein Stunt-Team im Hintergrund, das dann natürlich eingegriffen hat und die Stunts gedreht hat. Was war denn für euch der gefährlichste Stunt, also die gefährlichste Falle, die Max euch gestellt hat?
I think going up, trying to get up the stairs. Yeah. And it wasn't that it was physically so hard, it was just the length of time that it took to shoot us. It was like a military campaign where you're slowly trying to advance. So, I think it probably would have been a lot like what we call the Eastern Front in World War II, with Germans versus Russians. I think, just deadly, barely making an inch, and it took days. So very similar. Yeah, mentally difficult too. Ja. Yeah. Der gefährlichste Stunt war also das Ding mit der Treppe. Wenn ihr den Film seht, könnt ihr es euch hier angucken. Rob vergleicht das ein bisschen wie eine Militärübung, wo man versuchen muss, über irgendwelche Hindernisse drüber zu kommen. Und er sagt, sie haben es auch immer so ein bisschen genannt wie damals an der Ostfront. Also muss es wirklich heftig gewesen sein. Ihr beiden, ich habe gehört, am Set gab es eine Drehpause wegen Corona und dass nach dieser Drehpause plötzlich ganz viel Toilettenpapier gefehlt hat. Habt ihr dafür eine Erklärung? I don't know. That was my gift, I guess, that I gave myself from the set. When we shut down on March 13th, which is like when so much of the world shut down, there was just so much toilet paper in the trailer. And I thought, well, we're gonna be going into hiding. And you were very upset. Tom Hanks had been diagnosed with COVID, which was very scary for you. And so you didn't know how to deal. You lashed out. You stole. I am the villain. I stole. That's the only thing that was actually burgled. The toilet paper. And I guarantee you, I probably didn't use all of it. I took it with me to St. Louis. Oh, I crossed. Ellie loves toilet paper. Ellie war es also, sie brauchte unbedingt noch ein bisschen Toilettenpapier. Sie hat es einfach geklaut als kleines Geschenk an sich selbst. Und Rob meinte, wahrscheinlich ist sie damals in Panik ausgebrochen, weil gerade die Meldung rumging, dass Tom Hanks Corona hat. Und dann musste sie irgendwie reagieren und sie hat eben Toilettenpapier geklaut. Gibt es denn noch welches am Set? Also gab es danach noch welches? If so... You would think, but probably there is not. They'll likely put it in the Home Sweet Home Alone Museum that they'll be building after the success of this film. Also wahrscheinlich nicht ein einziges Blatt. Und falls doch, sagt Rob, dann hat man es bestimmt aufgehoben und packt es dann irgendwann in das nicht schon wieder alleine zu Hause Museum, das dann gebaut wird, wenn der Film ein Erfolg ist. Ihr beiden habt ja schon ganz viele Rollen gespielt und seid bisher aber nicht auf einen Charakter festgelegt. Jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass jeder in Zukunft sofort Pam und Jeff aus nicht schon wieder alleine zu Hause sieht, sobald ihr irgendwo auf dem Bildschirm auftaucht, weil man den Film einfach jedes Jahr zu Weihnachten reingehämmert bekommt. Wäre das ein Fluch oder ein Segen für euch? Oh. I mean, I think it would be a blessing. Here's the thing. I've never been asked to participate in a sequel. But if this one, what I would use to make the decision is, do I like the people I'm working with? Yeah. So if they said, hey, Rob, do you want to do another movie with Ellie Kemper, directed by Dan Mazer? I'd be like, absolutely. Yeah. And then they would tell me what it was about, and then I'd wish I hadn't agreed. But I'd have already signed the contract. Same answer for me. Für Rob wäre es ganz klar ein Segen, auch weil er noch nie zu einer Fortsetzung eines Filmes eingeladen wurde. Und mit diesem Team wäre er sofort wieder am Start. Ellie übrigens auch. Rob, noch eine Frage an dich. Ich habe gesehen, dass du vor einer Weile zur lustigsten Person auf Twitter gewählt wurdest. Vor einer Weile heißt vor 9 Jahren. Seitdem nicht mehr. Was ist passiert? Bist du jetzt nicht mehr lustig oder fehlt mir nur eine Info? It's so sad. I am absolutely less funny on there. And also, they stopped giving the award. So, in a sense, legally, I remain the funniest person on Twitter because Comedy Central didn't do those awards again. Did they stop the year you won? Yeah. Oh, so you are the reigning. So I'm the reigning. great. Yeah, I'm sure I should have been defeated. In a just world, I'd have had my crown taken, but it hasn't been taken. So come for it, youngsters. See what happens. Rob sagt, nach seiner Auszeichnung gab es nie wieder eine weitere. Also rein technisch ist er es immer noch. Seit 9 Jahren die lustigste Person auf Twitter. Aber er fordert natürlich auch alle seine jungen Kollegen heraus, die sollen sich mal ein bisschen Mühe geben. Auch an euch beide die Frage, was sagt ihr allen Skeptikern, die euren Film kategorisch ablehnen und nicht sehen wollen? Don't watch it. You wouldn't understand. Yeah, it's above you, skeptics. You couldn't. It's okay if you couldn't handle it. Don't feel bad. Yeah. Take a little bath and maybe Mummy can rub your feet. Guckt ihr nicht, sagen sie, lasst es einfach, wenn ihr skeptisch seid. Sie versuchen es also mit umgekehrter Psychologie. Regisseur des Films ist übrigens Dan Mazer. Das ist der Mann, der zum Beispiel auch schon für die Borat-Filme verantwortlich war. Hi Dan, nice to meet you. Great to meet you too. You win for best microphone.
Thank you. If it wouldn't be this, it would be none. So. I love it. Er hat sich erstmal selber mein Mikrofon gefreut. Keine Ahnung warum. Wir haben uns ja alle per Videokonferenz getroffen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist wirklich ein sehr schönes Mikrofon. Wir haben uns aber dann natürlich trotzdem über den Film unterhalten. Und ich habe ihn erstmal gefragt, ob er lange überlegt hat, bevor er zu diesem Projekt Ja gesagt hat. Denn immerhin versucht er ja nicht weniger, als die Kevin McAllister-Geschichte irgendwie neu zu erzählen. I mean, so the truth is, I was asked about 4 years ago, because I write as well, whether I wanted to pitch to write the reimagining the new version of Home Alone. I said absolutely not. Of course not. Ridiculous. Don't be an idiot. Who would want that? Why would I do that? And sort of refused. Then forgot about it. And sort of 2 years after that, got sent a script and said, would you like to direct a new version of Home Alone? And I read the script really curiously, just to see what the idea that anybody had come up with. And then immediately as I read it, I just fell in love with it and thought that Streeter and Mikey had done an incredible job in creating a brand new iteration of a movie that we'd all loved. And of course, it comes with incredible expectation and pressure, and perhaps is a foolish thing to do, but I've always in my life and my career, when told I shouldn't do something or something is impossible, I've taken that as a challenge and tried to take that on, whether that's with Sasha and Borat and Bruno and Ali G or Dirty Grandpa, all those sorts of things. I like something that seems like a risk. So the truth is, as soon as I read the script, I loved it and thought this could be a great movie. Er mag einfach das Risiko. Vor 4 Jahren wurde er schon mal gefragt. Da hat er kategorisch abgelehnt. Dann hat man ihn vor 2 Jahren nochmal gefragt und hat ihm ein Skript gleichzeitig geschickt. Das hat er gelesen und fand es überraschend gut und war dann sofort Feuer und Flamme und an Bord. Ich habe den Film jetzt auch schon gesehen. Ich finde, man merkt ihm den Respekt vor dem Original an. Trotzdem ist er anders genug, um eben nicht nur eine Neuverfilmung zu sein. Er fühlt sich sozusagen vertraut und gleichzeitig irgendwie neu an. Dan, wie habt ihr das geschafft, dass der Film diese Stimmung hat? I think that's perfect. I mean, I think all of those things that you said are exactly what I wanted from the movie, which is we can't pretend that the original doesn't exist because it's brilliant and an absolute classic. But at the same time, that was 30 years ago. Nobody's asking us to destroy the original movie and burn every VHS. It's brilliant and it's great and obviously an all-time classic. So I wanted to respect that, but also I thought 30 years on we can do something different that lives in the same universe. And Streeter and Mikey came up with this brilliant concept of sort of reversing the sympathies of the original movie, so that we are rooting for the burglars, who played by Ellie and Rob, who are breaking into a kid's house, but we sort of sympathize with them, which I thought was a very neat and very clever idea. And within that, I didn't want to do a version that was like all about the Wi-Fi and the high tech and the this and that and the other, because the beauty of the original is that you can still watch it now and it seems timeless. And so I wanted everything now. If I watched it in 20 years' time, I wouldn't feel like, oh, okay, they're using technology that doesn't exist or that seems outdated. So it's that going back to that original thought of a sort of live action Hanna-Barbera cartoon that I wanted to capture. And as you say, we have from the original, we find out what happened to Buzz, Kevin's brother, which I think was really clever and very satisfying. There are little nods to the McAllister family. There's musically, we lean on some of the musical themes. So hopefully it feels like an affectionate homage, but at the same time, fresh and new and different and satisfying. Dan ist selbst ein riesiger Fan vom Original. Das ist einfach klasse, das will er auch gar nicht zerstören oder irgendwie besser machen. Also hat man den Plot ein bisschen umgedreht. Man fiebert dieses Mal mit den Dieben mit und Max ist, wenn man so will, ein bisschen der Böse. Es tauchen ja auch alte Charaktere auf, zum Beispiel Buzz, der fiese Bruder von Kevin. Das bringt mich dann auch gleich zu meiner nächsten Frage, Dan. Warum sehen wir beliebte alte Charaktere, aber wir sehen Kevin nicht? Look, I think
as we say, the shadow of the original is long, and I wanted to make this feel as distinct from that as possible and not seem like a sort of novelty of, we bring this back and bring that back and with all these sort of cameos and gimmicks. So I didn't want to be jolted out of the movie by making it feel like a gimmicky throwback. I wanted to live in its own universe and be a thing in its own right. Das wäre vielleicht gar nicht hilfreich gewesen, weil der Film soll ja im selben Universum spielen, aber Kevin wäre dann vielleicht einfach wirklich zu viel gewesen, um was Eigenes entstehen zu lassen. Deswegen, das ist der einfache Grund, ist er nicht im Film. Dan, wenn du dir dein ungefähr 10-jähriges Ich vorstellst, hättest du dein Haus so energisch verteidigen können wie Max Mercer? You know what? I couldn't have defended it for a single second. I would have rolled over and absolutely said, okay, burglars, come in, take whatever you need. I am petrified. The key to my film career and my life is that whilst everything I do on film seems quite sort of risky and brave, it's all because I can make other people do the things that I'm much too petrified to do. I was brought up by a mother who was scared of everything. I'd have to call her when I crossed the road. I wasn't even allowed to learn to swim for fear that would be dangerous. So I have no bravery whatsoever. I couldn't be more of a kind of a puny weakling. So on screen, I sort of get to subvert all those things and make other people do them. So I would have rolled over in a second and said to the burglars, have everything in my house. Although, if you want my mum's fake pearls and a couple of rotten old VHSs, you're welcome to them. Dan sagt, auf gar keinen Fall hätte er irgendwas verteidigt. Er wäre in Schockstarre gefallen und hätte die Diebe einfach machen lassen. Das zeichnet auch so ein bisschen seine Karriere aus, sagt er. Denn er hat eigentlich vor allem Angst und deswegen lässt er das als Regisseur einfach andere machen. Wie sieht's eigentlich aus mit deinem Lieblingsmoment im Film, Dan? Welcher wäre das? I love the trap sequence. I love the booby traps. That to me was kind of the great challenge of the movie, was to create something that felt fresh and new in terms of all those booby traps, and also something that I'd never really done before as a director, have all those kind of big slapstick moments. So I love the final sequence of all the booby traps, and there's one in particular with a treadmill and a Swiss ball that I'm particularly proud of, that I like. Das Ende mit allen Fallen ist es, das ist neu, das ist frisch, das hat er auch als Regisseur davor noch nie gemacht und vor allem die Falle mit dem Laufband hat ihm sehr gut gefallen. Guckt sie euch an und die anderen Fallen natürlich auch. Der Film läuft ab sofort bei Disney+. Und jetzt am Ende dieses Podcasts nochmal kurze Lernkontrolle. Archie, Ashley, fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Weihnachten. You're so close. Fröhliche Weihnachten. Well, as I always say, Johann, fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. That's so awesome. Thank you. Bye.